Pepp dein Bild doch mal mit Blattgold auf. Das geht leichter, als du denkst. Schau dir im Video an, wie ich es gemacht habe. Diese Struktur habe ich mit einem Fertigprodukt aus dem Baumarkt gemacht. Im Begleitheft findest du den passenden Link. Du kannst auch gerne ein anderes Material nehmen. Wichtig ist, dass du senkrechte Strukturen schaffst und die befinden sich eher im oberen Teil des Bildes, also unten wird es etwas freier bleiben. Die erste Farbschicht besteht aus ganz viel Weiß und dazu kommt dann noch etwas Blau-Grün, das ich hier schon mal verdünnt habe auf dem Teller, aber zunächst starte ich mit dieser weißen Schicht. Und in das noch feuchte Weiß setze ich jetzt etwas Grau und bleibe aber auch immer wieder in dieser senkrechten Struktur und betone damit die vorhandene Ausrichtung. Und im gleichen Arbeitsgang kommt jetzt dieses leicht verdünnte Blau-Grün hinzu, auch wieder in der Ausrichtung senkrecht. Und mit einem dicken, runden, trockenen Pinsel verblende ich jetzt die Farben ineinander. Wenn diese Schicht trocken ist, brauche ich das Blau-Grün nochmal und Schwarz und beides wird sehr flüssig gemacht, dass es eine fließende Farbe auf dem Untergrund gibt und dadurch die Strukturen deutlicher werden. Ich vermische das hier ein bisschen mit dem Wasser und das ist überhaupt nicht schlimm, dass das Schwarz da mit reinspielt. Ich will gar nicht dieses sehr auffällige Blau haben, sondern das darf ruhig ein bisschen dunkel abgetönt sein. Die Oberfläche wird jetzt einmal nass gemacht, einfach einsprühen, sodass die Farbe, wenn sie dann aufgetragen wird, auch sofort verlaufen kann und dadurch werden die ganzen Strukturen viel, viel deutlicher. Diese flüssige Farbe wird jetzt auch wieder nur in diesem mittleren Bereich aufgetragen und es ist ein Spiel zwischen dem Blau-Grün und dann auch dem Schwarz, um das Ganze nochmal ein bisschen zu verdunkeln. Das gibt einfach mehr Kontrast und mehr Schatten in die Strukturen rein und so wird das ganze Bild jetzt an dieser Stelle gestaltet. Zwischendurch gebe ich immer wieder Wasser auf den Untergrund und parallel dazu tupfe ich aber auch Farbe an einigen Stellen weg, um eine deutlichere senkrechte Ausrichtung zu haben.
damit das Gold dann auch richtig zur Geltung kommt, gehe ich nach dem Trocknen nochmal mit trockener schwarzer Farbe und einem Schwamm an die Strukturen. Der Schwamm bewirkt, dass nur die höchsten Erhebungen schwarz werden, also dass ich nicht mehr in die Vertiefungen komme, sondern einfach nur oben drüber ein bisschen schwarz lege. Und das sind auch nur relativ kleine, schmale Bereiche, die ich jetzt so verdunkle und die dann den Hintergrund für das Gold bilden. Hier sieht man ganz gut die Struktur noch einmal und so werden jetzt die restlichen Bereiche eben auch noch verdunkelt. Nachdem das trocken ist, können wir uns ans Blattgold begeben, aber bevor wirklich das Gold erscheint, brauchen wir eine Anlegemilch. Anlegemilch ist eine Acrylemulsion, die im trockenen Zustand klebrig ist und durch diese Klebrigkeit bleibt dann das Blattgold haften. Jetzt muss man also erstmal die Spuren legen, auf denen dann später das Gold zu sehen sein soll. Das ist ja so ein bisschen Blindarbeit. Du musst dir das einfach vorstellen, wo möchtest du später das Gold haben und dort streichst du dann mit einem Borstenpinsel, das kann auch schmaler sein, der Pinsel, oder breiter, streichst du dann eine Spur mit dieser Anlegemilch aus. Diese Anlegemilch ist noch ungefähr eine halbe Stunde trocken. Du kannst das dann auch sehen, wenn du schräg auf dein Bild guckst. Das glänzt an einigen Stellen und dann geht es tatsächlich mit dem Blattgold los. Ich nehme dazu immer Handschuhe, weil wenn man mit den Fingern auf das Blattgold kommt, würde es an den Stellen theoretisch oxidieren. Das will ich verhindern. Und deshalb kommen diese Handschuhe aus Baumwolle zum Einsatz. Blattgold ist ganz, ganz dünn und wird in solchen Heftchen geliefert. Das heißt, es gibt immer ein Trennblatt und ein Blattgoldblatt, wobei das bei mir hier noch nicht mal Blattgold ist. Das ist relativ teuer, sondern es ist Schlagmetall, was aber eben aussieht wie Gold. Und damit ich diese hauchdünne Folie auf die Leinwand bekomme, nutze ich einen Spachtel, einen Japan-Spachtel, mit dem kann ich drunter gehen, kann es rüber transportieren, kann auch mit diesem Spachtel so ein bisschen Luft unten drunter fächeln, wenn ich sonst nicht aus dem Heftchen bekomme. Das geht ganz gut. Und dann wird das Gold auf diese Spuren gelegt und einfach abgedrückt. Du siehst hier, das ist so fein, es rutscht. Man reißt es dann einfach ab. Das klebt auf dieser milchigen Schicht, auf dieser Anlegemilch. Und einfach festdrücken, abreißen und so dann nach und nach diese Spuren sichtbar machen.
Wenn dann die ersten Spuren geklebt sind, gehe ich anschließend nochmal mit einem Baumwolllappen über diese Stellen mit dem Blattgold, reibe sie nochmal fest, sodass also da auch keine Luftblasen drunter sind oder ähnliches, aber möglichst eben nicht mit den Fingern direkt an diese Goldfolie oder diese Schlagmetallfolie, weil sie sonst oxidiert. Und um dann alle Reste von dem Blattgold zu entfernen, gehe ich anschließend noch einmal mit einem Pinsel über dieses Blattgold, sodass also alles abgeschrubbt wird, was nicht wirklich fest auf der Anlegemilch klebt. Und in diesem Arbeitsgang kannst du dann auch kleine Stellen ausbessern. Das heißt, du schiebst einfach mit dem Pinsel ein bisschen Blattgold auf Stellen, wo noch Anlegemilch ist und noch nicht mit Schlagmetall bedeckt wurde. Ja, und die Reste, die dann auf der Leinwand sind, die sauge ich mit einem Handsauger ab, weil ich sonst wirklich das ganze Atelier voller Goldstaub habe. Wenn alles mit Blattgold bedeckt ist, kannst du auch direkt lackieren, denn hier muss nichts mehr trocknen. Das Blattgold klebt auf dieser Anlegemilch und ist damit dauerhaft auch auf deinem Bild verankert. Damit auch der Glanz richtig zur Geltung kommt, solltest du einen glänzenden Acryllack nehmen, ihn ein ganz kleines bisschen verdünnen und dann einfach dein Bild von oben nach unten mit dem Lack einstreichen und gleichmäßig lackieren.